SpaceX Starship hebt zum 8. Mal ab und sorgt erneut für Trümmerregen über der Karibik. Erster kommerzieller Flug von Ariane 6 und erfolgreiche Deorbitierung der Oberstufe. 2 Mondlandungen, aber nur eine fürs Bilderbuch. Und Senkrechtstarter war diese Woche gleich 2-mal im Fernsehen. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat am Freitagmorgen, 7. März, einen weiteren Rückschlag im Starship-Programm erlitten. Der 8. voll integrierte Testflug der Starship Super Heavy Rakete, der endete erneut mit der Explosion der Oberstufe wenige Minuten nach dem Start. Trümmerteile der Oberstufe konnten beim Wiedereintritt von Florida aus und von den Bahamas aus beobachtet werden. Erneut musste der Flugverkehr auf den Trümmerregen reagieren. Aber von Anfang an, ursprünglich sollte der 8. Testflug bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag von der Starbase in Boca Chica, Texas starten. Die Rakete wurde betankt und der Livestream zur Startberichterstattung von SpaceX, der war im vollen Gange, als SpaceX schließlich den Countdown bei T-40 Sekunden vor dem Start anhielt. Eine Fähigkeit, die so ziemlich einmalig sein dürfte, ein Startbereithalten der Rakete bis so kurz vor dem Start. Nehmen wir jetzt mal reine Feststoffraketen außen vor. Später hat SpaceX bekannt gegeben, dass es unter anderem ein Problem mit der Startinfrastruktur für das Starten der äußeren Raptoren am Super Heavy Booster gab. Letztendlich musste der Startversuch dann abgebrochen werden, weil man den eingesetzten Treibstoff im Booster nicht noch länger betriebsbereit halten konnte. Der Start fand dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Die 123 Meter hohe Starship Super Heavy Rakete, die hob planmäßig mit ihren gut 5000 Tonnen von der Starbase in Südtexas ab. Und die erste Flugphase, die verlief tatsächlich wie erwartet. Auch die heiße Stufentrennung gelang erneut und der Aufstieg der Starship-Oberstufe begann. Während des Boost-Back-Burns, der ja die Flugbahn des Boosters für eine Landung auf dem Startplatz in der Starbase in Texas umdreht, gab es die erste große Auffälligkeit. 2 der eingesetzten 13 inneren Raptor-Triebwerke, die zündeten nicht planmäßig, was dann aber die verbliebenen 11 Triebwerke kompensieren konnten. Der Booster fiel dann nach dem Zurückboosten frei zur Erde zurück und leitete erst im letzten Moment die Bremszündung ein. Auch hier wollte eines der 13 inneren Raptor-Triebwerke am Booster 15 nicht zünden. Am Ende erfolgte die finale Landung dann mit den inneren 3 Raptor-Triebwerken. Das Landemanöver, das sah diesmal etwas dramatischer aus, ob das an der Kameraperspektive lag oder daran, dass der Booster gefühlt ein Tick zu weit an einem der Fangarme eintauchte und so gar nicht mehr so viel Raum zum Kompensieren hatte. Das sei mal dahingestellt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob die Landung für euch auch etwas knapper ausgesehen hat als die vorherigen beiden und warum das vielleicht so war. Der Super Heavy Booster 15 ist damit ja der 3. Starship Booster, den SpaceX erfolgreich landen konnte. Darf man nicht vergessen, das Ding ist mit 71 Metern höher als die gesamte Falcon 9. So etwa 20-stöckiges Hochhaus, was da im Prinzip durch die Wolken fällt und dann landet. Schwieriger wurde es für die Oberstufe. Während des Aufstiegs der Starship-Oberstufe Ship 34 kam es zu Triebwerksausfällen, die wohl letztendlich dazu führten, dass die Rakete außer Kontrolle geriet und schließlich explodierte. Es ist nach IFT 7 bereits der 2. Fehlstart der Starship-Rakete in diesem Jahr. Noch haben die Flüge Testflugcharakter und die wichtigste Nutzlast, das sind ja die gesammelten Daten. Trotzdem ein markanter Rückschlag, denn wir bedenken, dass wir bisher von Flug zu Flug ja erhebliche Fortschritte beobachten konnten. Jetzt hingegen in 2025 scheint das Starship-Programm durch den erneuten Verlust der Oberstufe auf der Stelle zu treten. Wie die auf Flug 7 verlorene Oberstufe, also das Ship 33, war auch das auf dem 8. Flug eingesetzte Ship 34 nach dem neuen Baustandard 2 gebaut, wobei man laut SpaceX auch an Ship 34 erhebliche Verbesserungen im Vergleich zu Ship 33 durchgeführt hatte. Gerade um das erneute Versagen der Oberstufe wie auf Flug 7 zu vermeiden. Dort hatten unerwartete Schwingungen zu Lecks und letztendlich zum Verlust des Fahrzeugs geführt. Trotz dieser Herausforderung bleibt SpaceX entschlossen, die Entwicklung von Starship voranzutreiben. Das Unternehmen will die gesammelten Daten aus diesen Fehlstarts analysieren, um die Zuverlässigkeit zukünftiger Missionen zu erhöhen und die Vision interplanetare Reisen Wirklichkeit werden zu lassen. Der Firmenchef gab sich gekonnt optimistisch, dass der nächste Flug in 4 bis 6 Wochen erfolgen kann. Noch wissen wir nichts Genaues über die Ursache dieses Scheiterns. Laut SpaceX kam es kurz vor dem Ende des Aufstiegs der Oberstufe zu einer, Zitat, energetischen Störung im hinteren Bereich des Starships.
die mehrere Triebwerksausfälle verursachte. Dadurch verlor die Rakete ihre Lagekontrolle und schließlich die Kommunikation. Ich versuche mich mal an einer ersten Analyse, also bitte mit Vorsicht genießen. Gewissheit wird es erst mit offiziellen Statements geben. Im Livestream, da konnten wir ein Feuer in der Triebwerkssektion beobachten. Es hat wohl auch am rechten Vakuumtriebwerk einen Hotspot gegeben, der vielleicht der Grund für den Triebwerksausfall und schließlich den Kontrollverlust war. Wenn man genau hingesehen hat, konnte man im Livestream tatsächlich auf einem der Kontrollmonitore eine Explosion eines Triebwerks wahrscheinlich sehen. Im Livestream konnte man auch sehr gut sehen, wie nach dem Ausfall der 3 zentralen Meereshöhenraptoren das Starship wild zu rotieren begann. Ja, nur die inneren 3 Meereshöhenraptoren an der Oberstufe, die verfügen ja über eine Schubvektorsteuerung. Ja, und nach ihrem Ausfall gelang es der Flugsteuerung dann nicht mehr, die Rakete auf Kurs zu halten. Die Oberstufe ist dann irgendwann auseinandergebrochen oder wurde vom Flugabbruchsystem auseinandergerissen. Vom Zerbersten des Schiffs können die vielen Augenzeugen berichten, die Trümmerteile über der Karibik sahen und filmten. Unter anderem auch der Senkrechtstarter-Zuschauer Michael. Michael befindet sich aktuell auf einer Weltumsegelung und hat das Starship von den Bahamas aus gesehen. Ja, Sichtungen und Videos gibt's aber auch aus Florida und der Dominikanischen Republik. Die US-Luftfahrtbehörde FAA sperrte den Luftraum, was erneut zu Flugumleitungen und Verspätungen führte. Ja, der Vorfall erinnert wirklich stark an den letzten Fehlschlag am 16. Januar mit IFT 7. Damals war das Starship ebenfalls nach etwa 8 Minuten Flugzeit abgestürzt. Auch das Diagramm für den Triebwerkstatus zeigte einen ähnlichen Ausfall. Die Untersuchung von Flug 7 ergab, dass eine harmonische Schwingung Treibstoffleitung überlastete, was dann zu Lecks, Bränden und Triebwerksausfällen führte. Da wir auf Flug 8 einen Blick in die Triebwerkssektion bekommen haben, können wir hier eher ein Problem mit dem Vakuumraptor auf der linken Seite vermuten. Wir bleiben gespannt, was die Untersuchung diesmal ergibt. Nach Flug 7 hatte SpaceX Verbesserungen an der Oberstufe vorgenommen, darunter Anpassungen an den Treibstoffleitungen, ein Belüftungssystem und ein Stickstoffspülungssystem, um die Brandgefahr zu reduzieren. Trotz dieser Änderungen kam es erneut zum Versagen, vermutlich weil der Failure Mode ein ganz neuer war. Was vielleicht ein kleiner Trost ist, dass man ein neues Problem erkennen und beheben kann, das dann im besten Fall nicht mehr auftritt. Es gab viel Enttäuschung im Livestream, da vielleicht nochmal der Hinweis auf den iterativen Entwicklungsansatz von SpaceX. Viel fliegen, viel kaputt machen, viel lernen. Die Idee dahinter ist, neue Ideen und Designs schnell in der Realität zu testen. Vielleicht ist da das Ziehen einer Parallele zur Natur und Evolution passend und neben ihrem permanenten Weiterentwickeln der Hardware trainieren die Ingenieure und Techniker auch an immer wieder neuen Problemen der realen Welt. Regelmäßig Sport, das muss für mich sein. Ich war bisher nie so der Fitnessstudio-Mensch, aber ich habe gemerkt, dass ich es wetterunabhängig deutlich besser in meinen Senkrecht-Vateralltag einbauen kann. Fürs Fitnessstudio, da habe ich mit dem Wool Trainer natürlich auch einen passenden Schuh von unserem treuesten Sponsor Gieswein. Entwickelt für intensive Workouts bietet dir der Wool Trainer als ultimativer Gymschuh alles, was du für maximale Performance brauchst. Das atmungsaktive Merino-Futter, das hält deine Füße frisch und trocken, selbst bei den härtesten Einheiten. Und der innovative 3-Stufen-Sohlenaufbau, der gewährleistet maximale Kraftübertragung ohne Abstriche beim Komfort. Egal, ob du läufst, springst oder Gewichte hebst. Was ich bei Sportschuhen immer wichtig finde, die Laschen vorn und hinten am Einstieg, die das An- und Ausziehen erleichtern. Ja, und durch die hochgezogene Sohle an den Seiten, durch die hat mein Fuß eine super Unterstützung gegen Einknicken. Das Obermaterial des Wool Trainer, das besteht aus recyceltem Polyester und robustem Monomesh, das dir dann Langlebigkeit garantiert. Dabei bleibt der Schuh trotzdem schön leicht und flexibel. Und auch wichtig fürs Fitnessstudio, mein Wool Trainer, der ist maschinenwaschbar. Einfach bei 30 Grad im Wollwaschgang waschen und dann Luft trocknen lassen. Mega peinlich, wenn man in der Umkleide mit Stinklatschen auffällt. Performance, Komfort, Langlebigkeit, der Wool Trainer ist dein Trainingspartner von Gieswein. Mit meinem Link und meinem Code bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die Starship Booster 15 Landung, die ist erneut geglückt. Dem SpaceX Falcon 9 Booster B1086 erging es nicht so gut, nachdem er am 3. März eine Gruppe von 21 Starlink-Satelliten ins All gebracht hatte. Der Booster, der ging nach der Landung auf dem Drohenschiff Just Read the Instruction verloren. Ein Feuer im Heckbereich soll eines der Landebeine beschädigt haben. Booster B1086 hatte erst 5 Einsätze hinter sich. Verglichen mit dem aktuellen Falcon 9 Rekord von 26 Flügen pro Booster ist das also relativ wenig. SpaceX hatte die Startrate der Falcon 9 in den letzten Jahren immer weiter gesteigert. Seit Mitte 2024 treten nun relativ häufig Probleme mit der eigentlich sehr etablierten Falcon 9 auf.
Los ging die Serie an Vorfällen im Juli 2024. Ein Fehler am Oberstufentriebwerk führte zum Verlust einer Ladung Starlink-Satelliten und auch der Oberstufe, die konnte nicht kontrolliert deorbitiert werden. Im August 2024, da stürzte eine Falcon 9 und ein Falcon 9 Booster bei der Landung ab, was dann zu einem kurzen Startstopp für alle Falcon 9 führte. Und weiter Probleme mit dem Deorbit-Burn der Oberstufe, die im September die Mission Crew 9 für die NASA gestartet hat, zwang SpaceX erneut zu einer 2-wöchigen Startpause. Im Februar 2025 war erneut kein Deorbit-Burn möglich, was dann zu einem unkontrollierten Wiedereintritt der eingesetzten Oberstufe über Nordeuropa führte. Trümmerteile, die fielen dann sogar auf Polen. Und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Starship Testflug Nummer 8 war natürlich nicht der einzige Raketenstart diese Woche. Wie gesagt, am Montag, 3. März, da hat SpaceX vom SLC 40 in der Cape Canaveral Space Force Station eine Ladung Starlinks gestartet. Der Booster ging, wie gesagt, verloren. Am 6. März hat eine Ariane 6 II ihre erste richtige Nutzlast gestartet. Es war mit CSO-3 ein Aufklärungssatellit für das französische Militär. Die Startberichterstattung, die war übrigens vorbildlich mit vielem gutem Material von Integration und Fertigung der Rakete, aber auch Live-Bilder aus der Rakete beim Start. Und für mich ein kleiner Ritterschlag. Kurz vor dem Start erreichte mich die Anfrage, ob ich den Start live auf NTV kommentieren kann. Und ob ich kann, habe ich dann auch super gern gemacht. Könnt ihr in der NTV-Mediathek nachschauen. Der CSO-3-Satellit, der wird hochauflösende Aufklärungsbilder für Frankreich und europäische Verbündete liefern. Von 20 Zentimetern pro Pixel ist da die Rede. Gebaut wurde der Satellit von Airbus Defence and Space mit einer Thales Alenia Space Kamera. Ja, und vielleicht ganz spannend, bezahlt hat den Satellit im Prinzip Deutschland, um sich so ein Mitnutzungsrecht der Daten zu sichern. Rund eine Stunde nach dem Start und nach einer zweiten Zündung der Oberstufe wurde der Satellit erfolgreich in den sonnensynchronen Orbit ausgesetzt. Beim ersten Flug im Juli 2024, da gab es ja noch ein Problem. Die Oberstufe, die konnte nicht deorbitiert werden und blieb samt zweier Re-Entry-Fahrzeugen von Ariane Group und der Exploration Company im Orbit. Dieses Problem wurde offensichtlich behoben. Die aktuelle Mission, die verlief ohne größere Zwischenfälle. Die Oberstufe, die wurde ein drittes Mal gezündet und konnte so über unbewohntem Gebiet aktiv zum Absturz gebracht werden. Ja, und dann natürlich der Starship-Start am frühen Freitagmorgen, 7. März, hätte eigentlich auch das Aussetzen von 4 Starlink-Demosatelliten getestet werden sollen, aber dazu kam es ja nicht. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte SpaceX eine weitere Ladung Starlinks von Cape Canaveral und für die NASA eine Doppelmission gestartet haben. An Bord befanden sich dann das Weltraumteleskop Sphere-X zur Himmeldurchmusterung und Punch zur Untersuchung der Sonnenkorona. Das US-Raumfahrtunternehmen Firefly Aerospace hat am 2. März eine perfekte Mondlandung durchgeführt. Der Lander Blue Ghost 1 setzt sicher und stabil im Mare Crisium auf, eine Premiere für die private Raumfahrt. Damit ist Firefly das erste Unternehmen, dem eine fehlerfreie kommerzielle Mondlandung geglückt ist. Die Mission, die startete bereits am 15. Januar mit einer Falcon 9. An Bord des Landers da befanden sich 10 wissenschaftliche Experimente für die NASA. Bis zum 16. März soll Blue Ghost jetzt Daten sammeln und unter anderem die Wärmeströme unter der Mondoberfläche sowie den Sonnenwind untersuchen. Fireflys Erfolg hebt sich von anderen privaten Mondmissionen ab. Das japanische iSpace, das hinterließ ja bei einem Landeversuch von Hakuto Air 2023 einen Krater. Das US-amerikanische Astrobotic, das scheiterte im letzten Jahr auch an einem Landeversuch, beziehungsweise erreichte den Mond wegen eines Treibstofflecks erst gar nicht. Ja, und Intuitive Machines, die landeten zwar im Februar 2024 als erste kommerzieller Lander, doch der Lander, der kippte um, was seine Nutzbarkeit stark einschränkte. Der Blue Ghost 1 Lander von Firefly, der landete nun präzise und voll funktionstüchtig. Ein Novum für einen kommerziell entwickelten und betriebenen Lander. Bezahlt hat die Mission die NASA im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services Programm, kurz CLPS. Das soll Kosten senken, Innovationen fördern und eine Reihe von Fähigkeiten in der US-Industrie aufbauen, auf die dann Institutionen und die Privatwirtschaft zurückgreifen kann. Firefly Aerospace hat mit seinem Blue Ghost 1 Mondlander nicht nur eine erfolgreiche Mondlandung durchgeführt, sondern ordentlich Bilder auch zurück zur Erde geschickt, auch Videos. Das ist natürlich für uns auf YouTube mega, mega cool. Die Landung erfolgte, wie gesagt, am 2. März in der Region Mare Crisium und seitdem laufen die wissenschaftlichen Experimente auf Hochtouren. Die NASA hat jetzt auch ganz offiziell mit dem Forschungsbetrieb begonnen.
erste Erfolge der NASA-Instrumente an Bord. Zum ersten Mal wurden Signale vom Global Navigation Satellite System wie GPS oder Galileo auf der Mondoberfläche empfangen. Eine Premiere, die helfen könnte, zukünftige Missionen eine Navigation auf dem Mond zu ermöglichen. Das Kamerasystem Scalps, das hat Bilder von der Mondlandefläche während der Landung aufgenommen. Diese Bilder, die könnten neue Erkenntnisse darüber liefern, wie Raketentriebwerke den Untergrund bei der Landung beeinflussen und wie viel Staub sie aufwirbeln. Das Electrodynamic Dust Shield, kurz EDS, das hat erfolgreich Mondstaub von Glas- und Radiatorenflächen entfernt. Ein vielversprechender Fortschritt für zukünftige Missionen, da ja Mondstaub ein großes Problem für die Ausrüstung darstellt, unter anderem auch auf den Anzügen von Astronauten. Während der insgesamt geplanten 14-tägigen Mondoberflächenmission wird Blue Ghost sicher viele weitere wertvolle Daten für das NASA-Artemis-Programm liefern. Die Mission, die zeigt, wie kommerzielle Raumfahrtunternehmen eine Schlüsselrolle in der Erforschung des Mondes übernehmen könnten. Firefly hat nun bewiesen, kommerzielle Mondlandungen können zuverlässig funktionieren und Firefly plant bereits die nächsten Missionen. 2026 Blue Ghost 2 soll auf der Mondrückseite landen und 2027 soll Blue Ghost 3 folgen. Dass nicht allen Firmen oder Ländern im Commercial Lunar Payload Services Programm erfolgreich eine Landung gelingt, damit hat auch die NASA gerechnet. Intuitive Machines landete diese Woche am 6. März erneut auf dem Mond und erneut mit Problemen. Intuitive Machines Athena Lander, der erreichte am Donnerstagnachmittag die Mondoberfläche, doch die Mission, die verläuft nicht wie geplant. Von der Landung selbst gab es, wie angekündigt, keine Live-Bilder, nur vereinzelt wurden Standbilder auf dem Weg zur Oberfläche übertragen. Nach der geplanten Landung da war im Livestream nicht sofort ersichtlich, was los ist, aber es zeichnete sich ab, dass der Lander Probleme hatte. Am Freitagnachmittag dann die traurige Nachricht: Angesichts der Sonneneinstrahlung, der Ausrichtung der Solarmodule und der extrem kalten Temperatur im Krater geht Intuitive Machines nicht davon aus, dass Athena wieder aufgeladen wird. Die Oberflächenmission ist damit abgeschlossen und die Teams werten jetzt die während der Mission gesammelten Daten aus. Den Investoren hat's nicht gefallen, der Aktienkurs von Intuitive Machines brach um 30% ein. Die NASA sieht sportlich, man teile die Erfolge, aber auch die Misserfolge der neuen Service Provider. Ich hatte letzte Woche bereits berichtet über den als Rideshare gemeinsam mit der IM-2-Mission gestarteten NASA-Mondsatelliten Trailblazer. Die NASA, die kämpft aktuell darum, die Kommunikation mit der Lunar Trailblazer Raumsonde wieder herzustellen. Die Sonde, die sollte eigentlich in den Mondorbit eintreten, um Wasser auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Doch ein paar Stunden nach dem Start, da riss der Funkkontakt ab. Es gibt Hinweise auf Energieprobleme und eine langsame Rotation der Sonde. Eine eigentlich geplante Bahnkorrektur, die wurde verpasst. Dadurch konnte Lunar Trailblazer nicht wie geplant am 3. März am Mond vorbeifliegen. Damit ist der ursprüngliche Missionsplan für die Sonde gescheitert. Lunar Trailblazer sollte eigentlich im Juli 2025 in einen niedrigen Mondorbit einschwenken. Diese Route, die ist nun nicht mehr möglich. Sobald man die Sonde wieder kontaktieren kann, wenn das möglich ist, dann könnte eine neue Flugroute definiert werden. Noch hofft die NASA, wenigstens einige wissenschaftliche Ziele der Mission zu retten. Lunar Trailblazer ist Teil des NASA Low-Cost-Sonderprogramms Simplex. Mit 72 Millionen $, liegt die Mission weit unter den üblichen Kosten für solche NASA-Missionen. NASA-Astronauten auf der ISS haben die Behauptung des SpaceX-Chefs zurückgewiesen, dass die ISS ihre beste Zeit hinter sich habe. NASA-Astronautin Sunita Williams zeigte sich hingegen extrem beeindruckt, wie viel Wissenschaft aktuell auf der Station läuft und spricht sogar von der Blütezeit der Station. Der SpaceX-Chef, der hat am 20. Februar auf X geschrieben, die ISS hätte ihren Zweck erfüllt, hätte nur sehr wenig zusätzlichen Nutzen noch und sollte daher so schnell wie möglich deorbitiert werden. Er würde dem Präsidenten dafür den Zeitraum in etwa 2 Jahren vorschlagen. Williams meinte auf dieses Datum angesprochen, die NASA sollte ihre Verpflichtungen einhalten und den maximalen Nutzen für die Steuerzahler und Partner aus der Station herausholen. Ja, und Ablösung für Crew 9, zu der Sunny und Butch mittlerweile gehören, ist nun auch unterwegs. Crew 10 soll nächste Woche mit SpaceX Crew-Decken starten. An Bord NASA-Astronautin Anne McClain als Kommandantin. Es wird ihr zweiter Raumflug. NASA-Astronautin Nicole Ayers als Pilotin ist ihr erster Raumflug. JAXA-Astronaut Takuya Onishi als Missionsspezialist wird auch sein zweiter Raumflug. Und Roskosmos-Kosmonaut Kirill Peskov, auch er wird zum ersten Mal ins All fliegen. Ja, und das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Vorher möchte ich aber wieder die Gelegenheit nutzen und mich bei den Seekirchstadter Schutzengeln bedanken. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen.
Viele von ihnen machen das seit Jahren tatsächlich. Gerade aktuell, wenn die Begeisterung für Raumfahrt massiv leidet, sind die Schutzengel die Lebensversicherung für Senkrechtstarter. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's dann alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Die Electron von Rocket Lab startet am Montag, 10. März von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. An Bord befindet sich die Nutzer The Lightning God Reigns. Auch am Montag, 10. März, die SpaceX Rideshare-Mission Transporter 13 mit Falcon 9 von Vandenberg. An Bord befinden sich mehrere Kleinstatelliten und Nutzlasten. Am Dienstag, 11. März, Starlink von Cape Canaveral. Am Donnerstag, 13. März, vom Kennedy Space Center die NASA Crew 10 Mission mit Astronauten für die ISS. Auch am Donnerstag, 13. März, Starlinks vom PET gegenüber in der Cape Canaveral Space Force Station. Ja, und der Wochenabschluss dann voraussichtlich Firefly mit einer Alpha-Rakete. Am Samstag, 15. März, Startplatz ist Vandenberg. An Bord befinden sich die Nutzlasten Message in a Bottle, das heißt ein Technologiedemonstrator für den niedrigen Erdorbit von Lockheed Martin. Hier noch einmal ein Shoutout für das Familienunternehmen Gieswein aus Österreich. Mit meinem Link und meinem Code bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, meine Raumfahrt-News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt abonnieren. Gerade nach so einer Woche, da weiß man, die Raumfahrt ist unfassbar spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.